Herzlich willkommen zu der nächsten Folge der Wiederbelebung des T-Modells. Heute werde ich mich mit dem Thema Förderbeginn beschäftigen. Als Vorbereitung habe ich bereits den Luftfilterkasten abgebaut. Der Ansaugkrümmer wurde von mir auch demontiert. Es ist aber nicht unbedingt notwendig. Bevor ich beginne, werde ich noch kurz die Einstellwerte darstellen. Sie gelten für die Motoren OM601, 02 und 03. Also bis Baujahr Ende 89 muss ein Wert von 15 Grad nach OT eingestellt werden. Baujahre ab 1990 14 Grad nach OT und die Motoren mit der Abgasrückführung 19 Grad nach OT. Bei den Vorgaben handelt es sich um rein theoretische Werte, die die Verzögerung berücksichtigen, die beim Einspritzen entsteht. Der tatsächliche Einspritzpunkt liegt bei ca. 24 Grad vor OT. Hier sehen wir den OT, den oberen Todpunkt, und den unteren Todpunkt, UT, der jedoch bei der Einstellung keine Rolle spielt. So viel zu der Theorie. Jetzt werden wir den benötigten Einstellwert auf der Riemenscheibe einstellen. Dafür muss der Motor an der Kurbelwelle gedreht werden. Wenn man vor dem Fahrzeug steht, dann im Uhrzeigersinn. Der Zugang ist ziemlich schwer, es geht aber auch ohne Demontage der Kühlerverkleidung. Zum Drehen brauchen wir einen Steckschlüssel, Schlüsselweite 27 mm. Jetzt kann der eingestellte Wert auf der Riemenscheibe abgelesen werden. In meinem Fall, aufgrund der Zusatzausstattung, ist der Zugang sehr schwer. Ich werde deshalb zum Ablesen ein Endoskop verwenden. Ich habe das Endoskop sehr günstig im Internet gekauft, ist auf jeden Fall eine sehr gute Investition. Man kann es auch zum Untersuchen der Hohlräume verwenden. Der Wert ist richtig eingestellt. Ich kann also die Kontrollschraube entfernen. Jetzt kann man in der Öffnung die Position des Nockens sehen. Bei mir steht in der Mitte, das heißt, dass die Einstellung korrekt ist. Ich kann also die Öffnung mit der Schraube wieder verschließen und im Anschluss werde ich erklären, wie man den Förderbeginn einstellt, wenn man eine Abweichung feststellt. Es gibt viele verschiedene Methoden, mit denen man den Förderbeginn einstellen kann, wie zum Beispiel die Ampelmethode, die Tröpfchenmethode. Man kann auch mit der Einstellschraube arbeiten. Ich werde aber die einfachste Methode beschreiben, für die man keine Hilfsmittel benötigt. Diese Methode ist wahrscheinlich für die meisten Schrauber sehr interessant, weil es selten vorkommt, dass man mit den teuren Geräten ausgestattet ist. Es ist natürlich klar, dass die einfachste Methode nicht die höchste Genauigkeit bietet. Sie funktioniert jedoch auch und in den meisten Fällen ist sie dann auch ausreichend. Aber egal für welche Methode man sich entscheidet, man muss auf jeden Fall die Einspritzpumpe lösen. Sie ist mit insgesamt 4 Schrauben befestigt. Hier sehen wir die Verschraubungspunkte, die sich stirnseitig befinden. Ein weiterer Verschraubungspunkt befindet sich hinten. In der Praxis sieht es aber etwas komplizierter aus, deshalb werde ich die Schrauben zeigen. Hier ist die erste, die hinten mit einer Vierkantmutter gesichert ist. Und das ist die Ansicht von vorne. Da habe ich bereits eine Nuss aufgesteckt, Schlüsselweite 13 mm. Hier die zweite Schraube von hinten, auch mit einer Vierkantmutter befestigt. Auch hier die Ansicht von vorne. Und jetzt die letzte von den 3 vorderen Schrauben
Auch hier sieht man die Vierkantmutter. Und zum Abschluss die vordere Ansicht. Damit man die Schraube leichter erkennen kann, habe ich die 13 mm Nuss heraufgesteckt. Hinten sehen wir die Schraube, Schlüsselweite 13 mm und den Halter, der am Motorblock mit 2 Schrauben befestigt ist, Schlüsselweite 10 mm. Der Halter muss natürlich nicht vom Motorblock gelöst werden. Wir lösen nur die 3 Schrauben, die sich vorne befinden und die eine in dem hinteren Bereich. Anschließend wird vorne eine Schraube handfest angezogen und dann kann die Einstellung der Pumpe durchgeführt werden. Und zwar an diese Schraube mit der Schlüsselweite 8 mm. Das Drehen der Schraube, je nach Bedarf, entweder im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn, schwenken wir die Einspritzpumpe entweder nach links oder nach rechts, solange bis der Nocken in der Kontrollbohrung sich in der Mitte befindet. Wenn wir diese Einstellung erreicht haben, ist der Förderbeginn richtig eingestellt. Der Verstellbereich der Pumpe liegt bei ca. 10 Grad. In den meisten Fällen reicht es aus, um die richtige Position des Nockens zu erreichen. Sollte der Verstellbereich nicht reichen, muss dann die Einspritzpumpe abgebaut werden, muss sie um den benötigten Winkelbetrag versetzt werden. Wie ich schon bereits gesagt habe, ist es natürlich nicht die genaueste Methode, aber für viele Schrauber mit Sicherheit zufriedenstellend. Also, so sieht's aus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.